Das heutige Rezept ist wieder super einfach. Ihr braucht einfach ein bisschen Mehl. Fügt Salz hinzu, noch ein bisschen Öl. Ich habe jetzt Olivenöl genommen und dann gebe ich schon meine selbst hergestellte Hefe dazu. Wie ihr die hinbekommt, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Milch und dann kommt noch flüssiger Sauerteig. Wer den nicht zur Hand hat, kann dann einfach einen Trick anwenden. Ich habe hier jetzt einen festeren Sauerteig. Und da gebe ich jetzt einfach so einen ganz großen Esslöffel hier in meinen Messbecher hinein. So. Und fülle das jetzt mit Wasser auf. Und zwar für die Menge, die ich brauche. Und das Ganze wird dann umgerührt. Das Wasser ist bei mir meistens kalt oder hat Zimmertemperatur, niemals heiß. Und das Ganze dann gut verrühren. Wie ihr aber flüssigen Sauerteig herstellen könnt, erfahrt ihr nochmal zum Schluss, da verlinke ich euch die Playlist. Und es gibt tatsächlich viele, die sagen, sie kommen mit dem flüssigen Sauerteig viel besser klar als mit dem festen und dass sie dann auch weniger Schwierigkeiten haben, dass der umkippt. Also, wenn ihr da so eine Problematik habt, testet es unbedingt aus. Nach dem Kneten gebe ich den Teig gerne in ein Glasgefäß, dann kann ich die Entwicklung am besten beobachten, deckel es ab und lasse es bei Zimmertemperatur ruhen. Ihr könnt für dieses Rezept sowohl 630er Dinkelmehl als aber auch 405er oder 550er Weizenmehl nehmen und nach circa 3 bis 6 Stunden sieht das Ganze so aus. Wahnsinn. Ich hatte die doppelte Menge gemacht und habe mir jetzt hier die halbe Menge, also die normale Menge, die unten auch in der Beschreibung steht und auch nochmal zum Schluss kommt, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen, jetzt hier einmal abgestochen und forme mir das rund. Der Teig ist ein ganz klein bisschen klebrig, das ist aber nicht schlimm. Ihr nehmt einfach ein bisschen Mehl, also wirklich nur so ein bisschen. Dafür nutze ich ja hier gerne meinen Mehlstreuer, geht auch per Hand oder wenn ihr so ein Sieb habt, geht das alles. Und die Stücke falte ich einfach so ein bisschen nach innen und rolle sie dann ganz dicht gedrückt zusammen. Wichtig ist, dass ihr wirklich immer die Enden nochmal zum Schluss zuknipst. Schaut mal. Denn ansonsten kann es später passieren, dass die euch beim Backen aufplatzen. Daher solltet ihr auch wirklich nur wenig Mehl benutzen, denn ansonsten klappt das Zuknipsen auch nicht so gut. Und ihr seht hier, mit diesem Mehlstreuer klappt das wirklich gut. Ich rolle es noch so ein bisschen mal im Mehl und lasse dann diese Rolle nochmal so circa 10 Minuten ruhen und nutze die Zeit sinnvoll, um die anderen Stücke hier nochmal eben vorzubereiten. Aus der Menge, die ich euch unten in die Beschreibung geschrieben habe, kriegt ihr 2 Grillbrote raus und wenn ihr nur eines benötigt, könnt ihr das andere einfrieren und dann später nochmal frisch aufbacken. So, ich knipse das zu. Und auch hier nochmal ein bisschen rollen, damit es eine schöne Form hat. Es muss nicht so dünn wie ein Baguette sein, ein bisschen größer und kompakter. Aber ich zeige euch nachher, wie toll das Ergebnis ist und auch vor allem, wie weich das Innere und knusprig außen. Wird wirklich klasse. So, nachdem die Brote nochmal 10 Minuten Ruhezeit hatten, nehme ich Nudelholz und ungefähr bei der Mitte drücke ich das so runter. Wichtig, ihr braucht dann wirklich auf der Unterseite Mehl, denn ansonsten wird das ausgerollte Stück kleben bleiben und reißt dann schneller ein. Das sollten wir vermeiden. Also wirklich immer noch mal nachprüfen, ob sich das noch schön lösen lässt. Dann solltet es ihr so weit eben ausrollen, dass es später das ganze Brot umschließen kann. Dann werde ich das Brot, hier habe ich so ein Küchenkrepp genommen und nass gemacht. Ihr könntet es aber auch zum Beispiel besprühen. So, und danach tauche ich das einmal in Sesamkern aus. Ihr könnt es auch in helle Sesamkerne tunken. Ich habe jetzt hier ungeschälten Sesam genommen. Theoretisch würde auch alles andere gehen, Leinsamen, Mohn. Aber ich finde tatsächlich Sesam zum Grillen auch nochmal richtig lecker, vor allem wenn es nochmal beim Brot mit aufgebacken wird. So reicht das schon vollkommen aus. Und danach, wie gesagt, achtet hier drauf, dass das nicht klebt. Ich gucke auch, dass die Falten wieder so ein bisschen gehen. Dann habe ich hier so einen Gitterroller. Damit kurz aufdrücken,
runterrollen. Ihr könntet theoretisch sonst auch, falls ihr keinen Gitterroller habt, ein Messer nehmen und das dann damit einschneiden und dann rollt ihr das Brot auf. Ihr seht, ein ganz toller Effekt und super einfach. Und wenn ihr mehr dieser Rezepte sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal kostenfrei und gebt mir einen Daumen hoch. Teilt die Videos. Ich freue mich riesig darüber, wenn wir immer mehr Menschen erreichen, die so leckeres Gebäck nachbacken wollen. So, nachdem dann die Brote noch mal so circa 30 bis 60 Minuten ruhen durften, platzt das auch schon mal immer ein bisschen mehr auf. Dann verquirle ich ein Ei und bestreiche das Ganze. Für die Veganer unter euch, ihr könnt dann einfach ein bisschen Milch nehmen. Das würde auch gehen. Oder ihr lasst das Ganze dann einfach weg. Aber das Ei gibt nochmal eine schöne Farbe. Deswegen mache ich das ganz gerne. So schön bestreichen. Und ich finde, die doppelte Menge zu machen, ist bei diesem Brot wirklich kein Fehler. Ich habe das mehrere Male hintereinander gebacken. Eins unserer Kinder hat das dann sogar als Sandwich genommen. Das heißt, hat es quer eingeschnitten, sich schön belegt mit Salat, Tomaten, Gurken und so weiter und hat das dann genossen. Und nachdem das dann im Backofen war, guckt euch das an. Richtig schön aufgeplatzt. Und ich zeige euch jetzt aber mal den Anschnitt. Das ist nämlich besonders wichtig, denn ich kann euch ja viel erzählen, dass das Brot richtig lecker ist und dass es gelungen ist. Aber hier schön weich und fluffig. Und ich mache jetzt natürlich auch noch mal den Drucktest. Guckt mal. Und das springt wieder richtig schön zurück. Also unbedingt nachbacken. Ich freue mich schon, wie eure Ergebnisse geworden sind. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und natürlich habe ich jetzt noch mal ein paar weitere Rezepte für euch. Schaut sie euch gerne noch mal eben an. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin bald wieder zurück und sende euch liebe Grüße, eure Emma.